So, hallo und herzlich willkommen zurück auf den Kanal Computersachen. Heute geht es um das Thema Borg Backup. Wie erstelle ich ein Backup von meinen Maschinen, von meinem lokalen Computer und darum wird sich den Schwerpunkt auch drehen, von entfernten Computern, also entfernte PCs oder Servers, die ich sichern möchte. Sprich, kann man auch über Internet zum Beispiel machen. Oder im lokalen Netz kann man auf eine entfernte Maschine zugreifen und diese sichern. Des Weiteren habt ihr mit Borg Backup also wirklich auch eine Sicherung, die ihr auch gegebenenfalls verwenden kann, wo Benutzerressourcen und Zugriffsrechte raus sind. Das bedeutet, sollte euer Google- oder Microsoft-Konto mal irgendwann gesperrt sein, habt ihr immer noch eine Kopie eurer Daten, die ihr verwenden könnt, soweit diese natürlich im Backup eingeschlossen sind. Die Backup-Datei selber kann man verschlüsseln, kann man nicht verschlüsseln. Ich bevorzuge die Sache mit der Verschlüsselung. Und das werden wir uns in diesem Video anschauen. Was wir nicht machen werden, wir werden nicht detailliert eingehen auf die SSH-Keys, die wir dafür verwenden, weil wir werden Borg Backup unter Verwendung von SSH verwenden zum Zugriff auf die entfernte Maschine. Und dafür benötigen wir Keys, die automatisch anmelden und uns den Zugriff ermöglichen. Das verlinke ich euch aber auch im Video, wie ihr das detailliert einrichten könnt. Wenn du allerdings der Videobeschreibung folgst, kannst du trotzdem, ohne das Verständnis zu haben, was du da eigentlich tust, diese Sachen anlegen. Wie gesagt, das detaillierte Hintergrundwissen dann in den verlinkten Videos. Warum verwenden wir Borg Backup für Linux? Ganz einfach, Borg Backup gibt es nur für Linux. Man kann es auch für Windows haben, das ist kein Problem. Allerdings installiert man das dann im Windows Subsystem WSL, also Windows Subsystem für Linux. Im Klartext bedeutet das, dass ihr dann in Windows ein Linux ausführt, da Borg Backup installiert und dann dieselben Codes quasi verwendet, beziehungsweise Command-Line-Befehle, um Borg Backup zu nutzen. Deshalb, warum soll ich ein Windows-Subsystem benutzen, wenn ich ein Linux verfügbar habe? Nehme ich natürlich das normale Linux. Solltet ihr jetzt kein Linux zur Verfügung haben, steht euch die Möglichkeit über das CLI, über das Command-Line-Interface mit dem WSL, Windows Subsystem, natürlich zur Verfügung. Sollte es da Wünsche geben, ein Video dazu zu machen, wie man Borg Backup unter Windows Subsystem für Linux installiert, merkt es einfach in den Kommentaren, dann mache ich das natürlich für euch. Was wir jetzt in der Vorbereitung brauchen, ist, wir brauchen ein Borg Backup Benutzer. Ihr könnt das auch mit euren aktuellen Benutzer machen, mit dem ihr gerade angemeldet seid. Der verfügt normalerweise über sämtliche Rechte schon. Allerdings bevorzuge ich, einen eigenen Benutzer dafür zu haben, den ich kontrolliert auch sagen kann, wer wo drauf zugreifen kann, ohne mich selber einzuschränken. Und ich auch in den Logdateien und Protokollen sehen kann, von wo das kam. Da ist es natürlich dann einfacher, wenn man gleich von Haus aus den Benutzernamen Borg Backup dabei stehen hat. Und deshalb legen wir uns dafür einen eigenen Benutzer an. Prinzipiell ist zu sagen, wir brauchen unter dem Linux, das wir verwenden, einen Backup-Benutzer. Wir brauchen auf dem Windows 11 Rechner, den wir backuppen werden in diesem Musterbeispiel, in diesem Video, auch denselben Benutzer mit demselben Kennwort. Und damit steht der Sache dann eigentlich auch nichts mehr entgegen. Das heißt, das Subsystem, was wir jetzt sichern, das entfernte System, das Remote, was wir machen, ist ein Windows 11 Maschine und da läuft Docker drauf, da wollen wir runter sichern, unter anderem auch die SQL-Datenbank. Und ja, das wird ein etwas spannendes Video und es wird auch ein bisschen ein aufwendigeres Video. Als erstes brauchen wir einen Borg Backup Benutzer natürlich für uns. Ich gehe mit euch diese Installation jetzt durch. Bei mir ist diese Installation allerdings schon vorhanden. Das heißt, ich zeige euch, was installiert ist, so dass ihr es auch nachvollziehen könnt. Okay? Dann installiert ihr, wenn ihr das noch nicht habt, das Borg Backup mit sudo apt install Borg Backup. So, dann müsst ihr euer Kennwort natürlich eingeben. Und dann läuft das bei euch jetzt durch. Bei mir ist die Installation schon drin.
bestätigt einfach die Abfragen mit Ja und die Installation hat eigentlich soweit geklappt. So, wenn ihr das drin habt, dann braucht ihr einen Benutzer. Diesen Benutzer legen wir uns jetzt an. Es besteht natürlich jetzt die Möglichkeit, dass ihr sagt, okay, ich nehme meinen eigenen Benutzer, dann kannst du dieses Kapitel mit Benutzer anlegen überspringen und benutzt halt einfach deinen anderen. Du machst dann quasi einfach weiter bei SSH-Key erstellen. So, alle anderen, die einen Borg-Benutzer anlegen wollen, einen Borg-Backup-Benutzer, geben diesen Befehl ein, sudo adduser borgback. Das heißt, so heißt bei mir ist der Benutzername, dann Bindestrich, Bindestrich Home und dann das Home-Verzeichnis, was ihr haben wollt. Das Home ist natürlich klar, das ist fix. Und dieses Home-Verzeichnis sollte so heißen, wie ihr euren Benutzer quasi nennt. Wenn euer Username Borg Backup ist, dann solltet ihr auch hier Borg Backup schreiben. Solltet ihr Klaus Backup nehmen oder Hans Backup, dann macht ihr halt Klaus oder Hans Backup hier hinten hin. Führt diesen Befehl aus. Der existiert bei mir natürlich bereits. Ihr werdet jetzt abgefragt nach Abteilung, glaube ich, Straße, Anschrift und so weiter. Das gibt ihr alles nicht ein. Was ihr allerdings eingibt, ist das Kennwort. Ein Kennwort vergeben wir, das ist wichtig. Das bitte auch notieren. Wie gesagt, alle anderen Informationen könnt ihr was eingeben, unter sonstiges, Backup-User zum Beispiel, einfach alles mit Enter bestätigen. Dann braucht ihr noch ein paar ergänzende Gruppen für euren Benutzer. Das heißt, wir brauchen SSH, wir brauchen Admin, wir brauchen Zugriff auf CronTab, damit wir automatisieren können. Auf SambaShare, wenn wir dann später dann auf das Repository, also da wo unsere Daten gesichert werden, zum Beispiel noch ein Netzwerklaufwerk verbinden wollen. Und das Ganze wird dem Benutzer Borg Backup zugeordnet. Wenn ihr jetzt hier oben einen anderen Benutzernamen verwendet habt, hier einen anderen Benutzernamen bei AddUser, dann müsst ihr natürlich hier den Benutzernamen jetzt korrigieren auf den Benutzernamen, den ihr verwendet habt. Okay? Enter. Existiert bereits, bei mir natürlich jetzt schon vorhanden. So, als nächstes überprüfen wir natürlich unseren neuen Benutzer. Und das machen wir mit zu leer-l, also Login, und dann euer Benutzername, den ihr dem Backup-User gegeben habt. Enter. So, dann müsst ihr jetzt das Kennwort eingeben. Hoffentlich bekomme ich das jetzt noch aus dem Kopf hin. Ah, gut. So, und jetzt seht ihr auch hier vorne schon, ich bin jetzt eingeloggt als Borgback auf meiner Maschine und kann mir jetzt mit ls mein Verzeichnis mal anzeigen lassen. Bilder, Dokumente, jawohl, da ist alles drin, was ich brauche. Damit haben wir jetzt eigentlich sichergestellt, dass wir unseren Benutzer auch haben. So, wir können jetzt hier weitermachen und können jetzt hier zum Beispiel SSH Keygen machen, den Keygen eingeben und hier den SSL-Schlüssel auch erstellen lassen. Es zwickt manchmal ein bisschen, es läuft manchmal nicht so ganz so wie es soll und das wird dann im eigenen Verzeichnis des Hauptbenutzers, als der wir gerade angemeldet sind. Das heißt, in meinem Fall unter meinem Namen angemeldet bin und nicht als Borg Backup Benutzer angemeldet bin, dass der Key falsch abgelegt wird, dass irgendwelche Sachen falsch gezogen wird. Deshalb machen wir Folgendes. Wir melden uns direkt, Benutzer abmelden. Wir melden uns direkt an der Konsole als unser Borg Backup Benutzer an. Ihr seht schon, ich habe hier ein etwas längeres Kennwort drinnen. Das hat auch seine Gründe, weil es natürlich ein systemrelevanter Account ist und der auch entsprechend sicher sein soll. Wundert mich dass ich mir mit meinem kleinen Minispatzengehirn das merken kann. Aber na gut. Wir haben einen schönen leeren Bildschirm und können uns jetzt hier erst einmal ein Terminal holen. Ja, die neue Remote-Software ist noch nicht so ganz. Ich glaube, da muss ich mich nochmal mit der Software unterhalten. Das ist eine andere Auflösung wie vorher. Na, okay, gut. Wir brauchen als erstes unseren SSH-Keygen, damit wir uns einen Benutzer erstellen. Und zwar erstellen wir einen
Key mit dem Befehl ssh keygen t und dann machen wir einen ed 25519 Schlüssel. Das führt er jetzt bitte aus. Und dann gibt er eine Keyphrase ein, eine Seed Phrase für den Key. Das ist quasi ein Passwort für diesen Schlüssel. Das heißt, wenn ihr diesen Schlüssel verwenden wollt, müsst ihr ein Kennwort eingeben. Damit ist dieser Schlüssel mit einem Kennwort gesichert, falls euer privater Schlüssel mal in falsche Hände kommt. Denn es ist wichtig zu wissen, mit diesem privaten Schlüssel hat derjenige, der den Key hat, Zugriff auf euer System, auf alles, was ihr da berechtigt habt. Und wenn jemand den Schlüssel kopiert hat, muss das euch nicht unbedingt auffallen. Also vergebt auf jeden Fall ein Kennwort für diesen Schlüssel, damit ihr auf der sicheren Seite seid. Wir werden das nachher so einstellen, dass ihr das Kennwort nicht eingeben müsst. Das muss man nur einmal eingeben, wenn man den Key hinterlegt und damit ist die Sache gut. Aber gebt ein Kennwort ein, das ist wichtig. Das ist für eure Sicherheit. Ich weiß, Kennwörter nerven manchmal und ich bin auch da immer gefuchst und dann muss ich das alles auch noch merken. Ich kann euch nur empfehlen, macht euch eine schöne Dokumentation über euer Netzwerk, schreibt das auf, verwahrt die Sachen sicher und dann habt ihr immer was, wo ihr nachgucken könnt, wenn ihr da ein Problem habt. So, SSH Keygen, dann wird euch euer Key erstellt. Und zwar liegt der dann SSH im Verzeichnis .ssh. Also Benutzername Borg, Back, dann das Verzeichnis SSH und dann liegt die ID, ed, liegt hier drin. Diese Datei ohne Erweiterung ist euer privater Schlüssel. Diese Datei mit der Erweiterung pub ist euer öffentlicher Schlüssel. Und den werden wir dann auf dem Server hinterlegen müssen noch. Die No-Host wird automatisch gepflegt und die No-Old ist eine alte Datei. Die zwei könnt ihr außer Acht lassen, die interessieren euch nicht. Dann lassen wir das mal hier stehen und gehen rüber auf Windows. Okay, wir sind auf unserem Windows-System und schauen uns jetzt hier unsere Benutzer an. Hier brauchen wir einen anderen Benutzer. Das heißt, wir fangen hier unten einfach mal an und geben ein Benutzer, wo sind sie? Andere Benutzer, da ist es. Der Remote-Bildschirm ist ein bisschen klein. So, hier habe ich andere Benutzer. Add another user, den werden wir jetzt brauchen. Wir brauchen also quasi diesen Borg Backup Benutzer, den legt ihr jetzt an. Den habt ihr ja noch nicht. Und da ist jetzt ganz wichtig, dass ihr sagt, add, weil wir wollen ja nicht mit einem Microsoft-Konto anmelden. Wir wollen bloß einen Benutzer haben, der uns den Zugriff ermöglicht. Wir machen hier unten I don't know this person's sign-in information. Also das heißt, wir geben hier keine E-Mail-Adresse oder sonst irgendwas an. So, und dann habt ihr hier unten Add a user without Microsoft account. Das heißt, klickt einen Benutzer an ohne einen Microsoft Account, den wählt ihr wieder aus. So, und jetzt könnt ihr euren Benutzernamen hier eingeben. Na, Borgback habe ich ihn genannt, Borgback, und dann gebt ihr euer Kennwort ein. Beachtet daran, dass ihr dasselbe Kennwort benutzt, das ihr unter Linux auch verwendet habt. Und jetzt kommt der Haken wieder an der Geschichte. Microsoft, es ist ein lokaler Benutzer, den können wir so jederzeit das Kennwort zurücksetzen, aber wir brauchen die 3 geheimen Fragen, sonst nimmt er uns das nicht an. Also gebt hier 3 verschiedene Fragen ein. Habt ihr wieder was aufzuschreiben für eure Netzwerkdokumentation. Gebt die ein. Und das war es dann eigentlich auch schon. Ich kann jetzt hier auf Weiter klicken, macht mir nichts, Different Username. Ja, machen wir weiter. Dann legen wir ihn an. Next. So, und dann habt ihr ihn hier drinnen stehen. Das brauchen wir nämlich noch, weil ihr seht hier den Unterschied. Mein Backup-Account ist hier Administrator und dieser Backup-Account ist es noch nicht. Da geht ihr auf den Pfeil nach unten. Change Account Type, also Wechsel Benutzertyp. Und hier könnt ihr jetzt auswählen Administrator und OK.
So, damit habt ihr diesen Windows-Benutzer auch angelegt. Ich lösche den jetzt wieder, weil er für meine Sachen nicht relevant ist. Als nächstes müssen wir, weg da, als nächstes, Entschuldigung, als nächstes müssen wir unseren Public Key auf dem SSH-Server, also unserem Windows-Server hier natürlich, hinterlegen. Das findet ihr im Verzeichnis C, dann Programmdata. Hier ist der SSH-Server und hier gibt es die Authorized Key, also Administration, Authorized Keys. Die holen wir uns mal her zur Bearbeitung. Ja, mit Editor. Den habt ihr auch zur Verfügung. So, das sieht so aus. Hier werden also quasi diese Public Keys eingetragen. Ihr seht ja quasi diese Keys. Wir können also diese Datei nicht überschreiben, weil hier schon ein Key drinnen ist. Okay. Den Key, den seht ihr jetzt noch gar nicht. Den nehme ich mal raus. So. Also hier haben wir einen Key schon drin. Was wir jetzt brauchen, ist unser Key von unserer Linux-Maschine. Oh, machen wir einfacher. SSH. Dann haben wir hier die Pub. Die macht er nicht auf. Doch, macht er auf. So, dann können wir uns hier diesen ganzen Key kopieren. Ctrl C. Gehen wieder zurück zu unserem Server und fügen diesen Key hier ein. Und jetzt kommen wir in eine kleine Stolperfalle. Es ist so, ich mache das jetzt über Remote Tool. Es gibt da aber ein bisschen Beschränkungen in diesem Verzeichnis auf diese Datei. Und zwar werdet ihr es erleben, wenn ihr jetzt zum Beispiel sagt, Datei speichern, ihr habt das den Key da händisch eingetragen, per USB-Stick kopiert oder sonst irgendwas und ihr wollt den in diesen Ordner speichern. So, dann sagt er euch hier, ne, ist nicht. Ne? Ihr lässt euch die Datei nicht speichern. Das ist so ein Gag vom Windows wieder. Ihr könnt aber einen Trick machen, ihr speichert das unter Desktop. Als erstes nehmt ihr mal hinten das TXT raus und dann speichert ihr das einfach unter Desktop. So, das lässt ihr euch zu. Ja? Dann haben wir jetzt hier unsere Datei Administrators, Authorized Keys. Das heißt, wir machen das mal zu. Und diese Datei können wir jetzt hier rein verschieben. Move hier, dann kommt die Sicherheitsabfrage, Continue. Ja. Und das TXT hat er auch wieder dahinter gesetzt. Er ist einfach ein Glückskünstler. Also wie gesagt, das TXT hier kommt raus. Ja. Das lässt ihr euch alles zu. Ist kein Problem. So, ich weiß nicht wieder raus. Damit haben wir unseren Key jetzt hinterlegt und können das in unserem Linux einmal testen. Okay, wir kehren zurück zu unserer Linux-Maschine, die wir da noch stehen gelassen haben, wo sie stand, wo wir noch die Keys angezeigt haben. Und solltest du jetzt nicht via Remote Desktop oder sowas den Key in der administrativen Authorized Key-Datei auf dem Server hinterlegt haben, kannst du das jetzt auch noch hier erledigen. Und zwar mit SSH, also SSH Copy ID, -I, dann die Tilde für das Home-Verzeichnis, dann haben wir SSH, unser Verzeichnis, wo die Schlüssel liegen, unsere Key-Datei und dann müsst ihr darauf achten, dass ihr User gegen euren Benutzernamen hier austauscht. Und in diesem Fall, was ich hier verwende, ist das Walkback. Und dann braucht ihr die IP-Adresse vom Server. Also ich mache das immer mit IP-Adressen, weil das einfach zuverlässiger funktioniert als mit den DNS-Namen, die teilweise nicht auflösen, weil man keinen lokalen DNS hat und so. Der Pi-Hole-Nutzer haben da wahrscheinlich weniger ein Problem, aber das hat nicht jeder. So, dann werdet ihr dann auch zur Eingabe eurer Seed-Keys aufgefordert und zu dem Kennwort des Benutzers aufgefordert. Da müsst ihr aufpassen, bei welcher Abfrage was reintippt. Okay?
dann könnt ihr den hier so hinzufügen. Und dann brauchen wir noch eine Kleinigkeit, das ist ssh-add. Das heißt, wir fügen unseren Schlüssel zur automatischen Anmeldung hinzu. Das heißt, wenn wir uns anmelden mit SSH, wollen wir keinen Schlüssel angeben. Das machen wir mit ssh-add und das reicht eigentlich auch in der Regel völlig aus. So, da fragt er auch dann wieder ab, da kommt auch wieder Passfreeze, die geben wir auch wieder ein. Ich überlege, Kennwort. Ja. So, dann sagt er auch hier Identity Add Home Borg Backup. Dieser Schlüssel wurde jetzt hinzugefügt. Und jetzt können wir die ganze Sache auch SSH-mäßig testen. Wir sagen SSH, dann euer Benutzernamen für den Backup. Wie gesagt, wenn ihr einen Benutzer erstellt habt, wie BorgBack, den wir jetzt hier benutzen, nehmt ihr den. Wenn es euer eigener Name ist, dann nehmt ihr den. Und wenn, ja, das sind die einzigen zwei Möglichkeiten. Dann brauchen wir Add und dann brauchen wir wieder unseren Server. Und ich bin drin, ohne Kennwort, ohne alles, nur mit dem Key eingeloggt. Freunde der Schöpfung, so muss das funktionieren. Wenn das jetzt hier nicht funktioniert, ist irgendwo ein Felix drin. Kleine Fragen oder sowas einfach mal in die Kommentare reinschreiben, was wir so beantworten können, machen wir natürlich so einfach über die Beschreibung in die Kommentarfunktion. Ihr findet übrigens diese ganzen Befehle und das ganze Zeug auch nochmal im Homepage-Artikel, den ich euch in der Videobeschreibung auch verlinke. Da steht dann auch nochmal in der Beschreibung drin, wie das alles funktioniert und da könnt ihr auch die Befehle nochmal genau nachgucken. So, dann haben wir hier eine SSH-Maschine, die ist Windows. Das ist kein Linux. Wenn ich jetzt hier ls eingebe für Linux-Befehl für List, dann sagt ihr, nee, habe ich nicht. Ich bin per SSH eingeloggt auf einer Windows-Maschine. Ich muss ja dann schon die Befehle von Windows verwenden, also dir, ne, cd. Diese Befehle muss ich jetzt hier verwenden in der Konsole. Aber das ist jetzt relativ. Unsere Verbindung steht. Exit, wir loggen hier aus. Gut, fangen wir denn an mit Borg Backup. Wir initiieren als allererstes ein Repository und wir machen jetzt erst einmal ein lokales Repository. Hat folgenden Hintergrund, damit wir auch ein Skript dazu anlegen können und das Ganze übernehmen wir dann auf den Remote-Server. Es steht ja auch die Vorgehensweisen und die Anpassungen und wenn wir das auf dem Remote-Server laufen haben, machen wir im dritten, letzten Teil noch SQL-Serverchen dazu. Den wollen wir natürlich auch mit sichern. Datenbank ist eines der wichtigsten Bestandteile in einem Netzwerk oder von einem Server und sollte auf jeden Fall regelmäßig gesichert werden. Gut, initiieren tun wir ein Borg Repository mit dem Befehl borg init encryption repo key. Das heißt encryption repo key, wir wollen eine verschlüsselte Backup-Version erstellen. Und das Ganze möchten wir im Ordner Backup, also /backup-lokal machen. Wir Borg-Befehle am besten immer mit sudo ausführen. Die meistens funktionieren. Lasst das sudo weg, funktioniert es meistens nicht. Damit legen wir uns jetzt erst einmal ein Repository an. Den Key zu dem Repository holen wir uns dann später. So, und jetzt müssen wir die Passphrase eingeben für diesen Key, den wir für dieses Backup auch verwenden. So, nein, ich möchte euch das nicht anzeigen lassen. Okay, so. Damit haben wir das erstellt, was wir wollten. Dann sagt er uns hier ganz unten auch nochmal Borg Key Export. Das machen wir dann später gleich noch, da kommen wir zum Schluss noch zu. Die ziehen wir uns dann noch raus. Gut, wir haben uns jetzt ein Repro erstellt. Und jetzt machen wir uns eine kleine Testsicherung. Die muss nicht groß sein, wir wollen einfach bloß gucken, ob es funktioniert. Sudo Borg create, wir wollen ein Backup kreieren, das Repository, das ist das hier. Dann der Name der Sicherung ist Test. Und sichern wollen wir unseren Schreibtisch und den Ordner Documents.
Das ist, sehe ich gerade hier, Schreibtisch Dokumente. Hat ein deutsches Linux-System drauf. Wo ist die auch hier? Da heißt der Ordner Dokumente. Wenn ich den englischen Documents nehme, dann funktioniert das nicht. Ist natürlich klar. Also da auch wieder eine kleine Stolperfalle. Enter. So, jetzt müssen wir wieder unser Key eingeben, unsere Passphrase, die wir vergeben haben, wo wir gerade init gemacht haben. Wir haben also hier oben init installiert, haben hier unsere Passphrase eingegeben und immer wenn wir auf dieses Backup zugreifen, müssen wir diese Passphrase jetzt hier eingeben. So, tippi. So, wenn es danach geht, ist das jetzt durch. Sudo org list. Na. Lassen wir uns das mal anzeigen. Ja, schon wieder das Kennwort. Es nervt ein bisschen mit dem Kennwort, gebe ich ehrlich zu, aber gut. Wann kann ich alles haben? Und hier sehen wir auch Test. Es ging wahnsinnig schnell durch, ich weiß. Hier ist euer Backup-Test. Und hier ist die IDs dazu, die Sicherung. Damit ist das durch. Damit wissen wir, dass es auf jeden Fall das funktioniert. Und wir holen uns jetzt diesen Borg Repro Key. Diesen Borg Repro Key bekommen wir mit dem Befehl Borg Key Export. Dann das Repository dazu. Das Repository seht ihr hier wieder. Also wir wollen zu dieser Sicherung den Key haben und den möchten wir uns in die Datei, machen wir das ein bisschen freundlicher, den möchten wir uns in die Datei Schreibtisch Repro Key Text sichern. So, damit haben wir diesen Key jetzt ausgegeben. Und hier seht ihr auch unsere Datei. Okay? Das hier ein alter Key, den können wir mal löschen. Ordnung muss sein. So, ich rufe jetzt die Key-Datei natürlich jetzt nicht auf. Ja, was soll's. So schaut halt die Key-Datei aus. Graue ich die halt wieder ein bisschen aus. Und die hebt ihr euch bitte gut auf. Denkt immer dran, ihr braucht dazu auch das entsprechende Kennwort. Okay? Kann ich jetzt auch noch öfters machen, den Befehl ausführen, ist gar kein Ding. Nächste Runde, Skript. Jetzt greifen wir auf unser Skript zurück, weil wir wollen jetzt mit einem Skript sichern. Dazu schauen wir uns mal so eine Skriptdatei an. Das ist also meine originale Skriptdatei. Falsches Fenster. Das hier ist meine originale Skriptdatei, mit der ich sichere, und das ist einfach nur eine Kopie davon. Die habe ich mal erstellt, weil es sind natürlich wieder ein paar Daten drin, die man so nicht öffentlich zeigen möchte. Und dann gehen wir jetzt die Datei mal durch. Dieses Skript findet ihr natürlich auch am Homepage-Artikel. Und ja, für die Videobeschreibung ist es einfach etwas zu lang. Also geht da bitte einfach auf den Homepage-Artikel, der ist verlinkt. Da könnt ihr euch dann diese Skriptdatei auch runterziehen. Beziehungsweise rauskopieren. So einfaches Borg-Backup. Also ich habe bei den Skripten viele runtergeladen und die verwenden alle Login-Skripts von Informationen, die laufen bei mir immer alle auf Fehler, ihr kriegt die einfach nicht ins Laufen. Habe ich jetzt mal meine eigene gebastelt und die schaut so aus. Parameter geben wir an, das Repository, das wir verwenden wollen, das wäre jetzt in unserem Beispiel zum Beispiel, das müsst ihr halt abändern, okay? Da haben wir Backup. Lokal. Und dann braucht ihr jetzt hier das Passwort, die Passphrase für eure Sicherung, die wir angelegt haben. Immer wenn wir Backup auf diese Sicherung zugreifen wollen, die in diesem Verzeichnis hier oben Backup lokal liegt, brauchen wir das Kennwort, das wir auch vorhin eingegeben haben und uns auch den Schlüssel zugeholt haben. Ne? Da gebt ihr halt euer Passwort ein und gut ist das.
Dein Passwort. So. Was machen wir jetzt als nächstes? Dann geben wir nochmal die Repository aus, welche Repositories wir sichern. Dann sagt er uns einfach nochmal, welches Datum das auch ist, also welcher Zeitstempel. Und jetzt geht's hier los. Die Echo-Befehle könnt ihr weglassen, das sind Bildschirmausgaben. Borg Create. Ich mache das ein bisschen größer hier. Dann haben wir Verbose, erweiterte Meldungen ausgeben. Dann Infos dazu angeben, Statistiken zu der Sicherung. Dann die AME-Filter, das könnt ihr alles in der Beschreibung vom Borg Backup nachlesen, was die einzelnen Dinger machen. Dann haben wir Show Rec, dann haben wir die Compression, der verwenden wir LZ4. Dann hätten wir gerne einen Fortschrittsbalken, also eine Progresszeile, wo was passiert, damit wir sehen, ob er arbeitet. Dann schließen wir aus Cache-Dateien. Da werden aber nicht alle erwischt. Dann haben wir hier Home-Stern-Cache. Das wird bei jedem Home-Verzeichnis, bei jedem Benutzer quasi ausgeschlossen. Dann habe ich VirtualBox installiert auf dem Linux-System, was wir hier laufen haben. Da gibt es viele virtuelle Maschinen, die haben natürlich tonnenweise Speicher. Wichtig bei Sicherungen ist immer, wenn sie kompakt sein sollen, wir sichern nicht die ganzen Betriebssysteme. Das hat man früher gemacht, wo die klein waren. Das ist heute zu aufwendig. Heute sichert man die Daten und das, was wichtig ist, was man wirklich braucht, setzt im Zweifelsfall die Maschine neu auf und spielt die Daten dann wieder ein. So, dann haben wir var-temp, das exkluden wir auch. Und hier kommt jetzt die Definition, wohin wir sichern. Das ist unser Repository, also haben wir oben definiert, /backup-lokal. Dann hätten wir als Sicherungsnamen gern den Hostnamen und das Datum jetzt halt mit Uhrzeit. Wir beschränken uns jetzt in dieser Sicherung auf die Home-Verzeichnisse, auf etc, auf Root-Verzeichnis und auf das Verzeichnis var. Gut, das sind wir mal durch. Das ist der Punkt 1. Das ist also quasi unser Kernpunkt, der macht uns hier die Sicherung. Meine Magic Maus ist hier immer ein bisschen eigen. Ich wundere, wenn ich ein bisschen komisch scroll, ich kann das schon. Ein Tipp noch, wenn ihr hier sagt, zum Beispiel, Statistik brauche ich nicht, ihr rennt die aus, bekommt ihr eine Fehlermeldung. Wenn ihr hier was rausnehmen wollt, löscht die ganze Zeile raus. Auskommentieren in diesem Bereich Borg Create bis zu diesem letzten hier könnt ihr keine Kommentare setzen. Also da in Zweifelsfall die ganze Zeile rauslöschen. Und Borg Create, was ganz wichtig ist bei der Formatierung hier, da ist ein Backslash am Ende. Das ziehen wir auch durch. Ne? Und nur der letzte hat keinen Backslash am Ende. Das beendet die Eingabekette. Ihr hättet das jetzt alles in einer riesenlangen Zeile hintereinander stehen und da kommt noch mehr. So. Mit den Keep-Optionen werden die letzten täglichen Backups eines jeweiligen Wochen, Monate, Jahre und so weiter behalten. Das nennt sich Borg Prune. Das Prune macht Folgendes: Es bereinigt eure Sicherungen. Geben wir uns jetzt noch mal ein bisschen was aus hier an Daten. Und er zeigt uns nur an, also wir wollen jetzt nur hier Hostname-Sicherungen haben, ne? Also nur die, die uns interessieren. Die Maus, ja die Maus. Wenn ich mausen kann, soll es lassen. Borg Prune ist mir stehen geblieben. Hier haben wir dasselbe Schema, hier haben wir den letzten ab der ersten Zeile Backslash und ab der letzten Zeile keinen Backslash mehr hier. Ne? Das ist auch leer. Was hat das gerade angezeigt? Da, ihr seht, also da fehlt jetzt auch ein Backslash am Ende. So, was machen wir? Wir behalten immer 7 tägliche Sicherungen, 4 wöchentliche Sicherungen und eine monatliche Sicherung. Ihr könnt jetzt noch Keep Yearly dazu machen. Keep Yearly, zum Beispiel eine jährliche Sicherung behalten, könnt ihr auch machen. Damit ist dieser Block hier auch abgeschlossen. So, dann kommt hier Borg Kompakt. Da werden die Archive nochmal durchgegangen und Sachen entfernt, die gelöscht
worden sind oder rausgenommen werden. Also die Archive noch ein bisschen komprimiert und runtergeschrumpft. Das ist auch schon der ganze Zauber von einer Borg-Skript-Datei. Also wie gesagt, es gibt da tonnenweise Beispiele im Internet, die ihr da runterladen könnt. Das habe ich da geändert. Nicht speichern. Es gibt da tonnenweise Internetdateien, die ihr da runterladen könnt, euch anschauen könnt, kopieren könnt. Aber ihr werdet im Endeffekt immer wieder auf das eine Thema hinausgleiten. Und das besagt, dass ihr das ans Laufen kriegt oder nicht. Also wie gesagt, ich hatte da teilweise echt Schwierigkeiten mit den Skripten, was die Leute da programmieren. Die arbeiten tonnenweise mit Variablen und ganzen Skript noch einmal integriert mit Python und viel zu kompliziert brauche ich alles gar nicht. Ich brauche eigentlich bloß ein Skript, was mir meine Aufgabe abnimmt. Wenn ich was ändern will, ändere ich das auch auf Langzeit. Wenn ich ein Skript habe, wo ich genauso viele Parameter eingeben muss, wie wenn ich es manuell aufrufe, brauche ich kein Skript. Also für mich ist diese Variante so am einfachsten. Ihr könnt die Skriptdatei verwenden, ist frei, kostenlos, lasse ich euch. Aber lasst bitte mein Copyright oben drin. Wäre ganz freundlich. Dann führen wir mal eine Sicherung aus. sudo.schreibtisch backup.sh. Das ist jetzt quasi unser Befehl, die Shell auszuführen, das Shell-Script. Enter. So, sudo-Passwort muss man natürlich eingeben, bleibt uns wieder nicht erspart. Wenn ihr das dann später automatisch machen lässt, den Cronjob, da braucht man das nicht mit sudo aufrufen, da geht das anders. Da wird einfach die Root-Cron-Tab bearbeitet und dann braucht man das Kennwort auch nicht mehr angeben. So, Enter und er legt los. Wir sehen ja auch schon unseren Status-Balken, der da unten fleißig agiert. Das wird jetzt nicht lang dauern, obwohl wir jetzt da eigentlich schon ein bisschen was runterziehen. Das ist schon einiges geboten. Schauen wir uns einfach noch einmal ein bisschen hier ganz kurz um. Da haben wir unser Passwort eingegeben, dann sagt er, das Repro, was er bearbeitet, also das jetzt sicher ist, Backup lokal. Unsere aktuelle Zeit beim Start. Begin Backup. Dann sagt er Create Archiv. Add und dann sagt er wieder links, dann sagt er uns hier die Sicherungsnamen. Das ist jetzt dann Mint USB, das ist der Maschinenname von dem Computer, den wir sichern. Und dann auch wieder das Datum dahinter. Und hier sehen wir jetzt 4,4 GB schon fast weg. Und hier hinten seht ihr auch gerade, in welchem Verzeichnis das hier rumackert. Die Log-Journali und die Logs, die könnte man eigentlich auch ausschließen aus der Sicherung. Sollte eigentlich nicht schaden, aber ist okay. So, dann hatten wir den Fingerprint, den wir verwendet haben hier. Dann haben wir die Starttime, Time End. 2 Minuten 27 hat das Ganze gedauert. Wir haben 51.000 Dateien gesichert. Hier steht also quasi wirklich nochmal alles schön drin. Alles schön aufgelistet. Dann sagt er hier Backup beendet. Dann sagt er Begin Pruning, Keep Archiv, Rule 1 Daily, das behält er. Dann Pruning beendet, dann macht er für das Kompakt aus und das Kompakt beendet. Kompakt hat eigentlich nie viel, da gibt es eigentlich nie eine Meldung irgendwie, der hat nie einen Fehler gesehen oder sowas. Aber ist okay. So, sudo list / Backup lokal. Wenn man das Programm mit dazu schreibt, könnte es funktionieren. Da brauchen wir natürlich wieder unseren Passfree. Ja, und vertippt dann auch noch. So, jetzt zeigt er uns unsere Sicherungen an, die wir hier drin haben. Wir haben sudo borg list Backup, das ist der Befehl, den wir eingegeben haben. Dann haben wir versaute Keyphrase. Dann haben wir das Verzeichnis Test, das war unsere erste kleine Sicherung, die wir gemacht haben. Und dann haben wir hier unsere Sicherung USB Mint. Das ist die aktuelle Sicherung, die wir jetzt gerade vorhin per Skript ausgeführt haben. So viel zum Thema lokale Sicherung. Dann beenden wir jetzt einfach an dieser Stelle dieses Video. Es sind schon über 40 Minuten und
Wir machen dann weiter im zweiten Teil direkt mit dem Skript für den Server, damit wir den sichern können. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich selber einen Daumen nach oben freuen. Ein Abo für den Kanal wäre riesig und wenn ihr die Glocke aktiviert, verpasst ihr auch kein weiteres Video mehr. Ansonsten solltet ihr Probleme haben beim Umsetzen, beim Nachvollziehen. Die KSC übernimmt IT-Remote-Dienstleistungen für euch gegen 25 € die Stunde, gegen Auftrag und Rechnung. Die KSC macht auch Netzwerke, Einzelplatz-PCs, Virtualisierung, Docker und so weiter. Alles, was dazu gehört, bekommt ihr da. Einfach mal den PC aufräumen, Computer analysieren, Fehler suchen. Ihr seid auf jeden Fall richtig. Ich verlinke euch das unten in der Videobeschreibung. Danke fürs Dabeisein und bis zum zweiten Teil.